you will uncover a vast conspiracy, one that stretches throughout the history of the world, one that will challenge everything you think you know about the Titans, their intentions, and the true nature of Azeroth itself. Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir über die Titanen und genauer genommen wollen wir uns ein bisschen mit der Herkunft der Titanen beschäftigen. Denn in den letzten Wochen oder Monaten haben wir mehrere vernichtende Hinweise darauf, dass die originale Geschichte, die uns erzählt worden ist, gar nicht hundertprozentig korrekt ist. Dazu möchte ich in einem ersten Schritt nochmal kurz darstellen, was wir bisher erzählt bekommen haben, insbesondere in den Chroniken Band 1 etwas zusammenfassend, beziehungsweise auch über WoW, über die Titanen und die Herkunft der Titanen erfahren haben. Uns wird erzählt, dass Amantul der erste Titan gewesen ist, der im physikalischen Universum erwacht ist. Und Amantul hat dann andere Titanen seiner Art gesucht und diese auch gefunden in sogenannten Weltenseelen. Das sollen Seelen gewesen sein, die im Inneren von Planeten gewesen sind. Und diese Seelen hat er dann behütet und großgezogen. So hat Amantul dann auch den Titel Hochvater bekommen und wurde so zur quasi Vaterfigur des Pantheons. Das Pantheon sind dann die Titanen und die haben sich dann zusammengefunden. Die Titanen selbst verstehen sich als göttliche Wesen, die von der Natur ihres Wesens her gut und rechtschaffen sind und Ordnung ins Universum bringen wollen. Allerdings hat einer der 7 Titanen sich dann dazu entschlossen, das Pantheon zu verlassen, da er auf einer Welt, die von alten Göttern verseucht worden war, herausgefunden hat, zumindest glaubt er das herausgefunden zu haben, weil die Nasresim, die ebenfalls auf diesem Planeten gewesen sind, ihm verraten haben, dass wenn die alten Götter erfolgreich wären und diese Welt vollständig korrumpieren würden und außerdem sich in dieser Welt eine Weltenseele befindet, dass dann Folgendes passieren würde. Die Weltenseele, die sonst zu Titanen geworden wäre, die wird jetzt zu einem Titan der Leere und das wäre ganz, ganz schrecklich fürs Universum. Und Sargeras war so erschrocken um dieser Offenbarung, dass er diesen Planeten zerstörte und damit die Weltenseele tötete. Dann kehrte Sargeras zurück zum Pantheon und berichtete von seinen Erkenntnissen. Dann debattierten die darüber, wie man damit umgehen sollte, und Sargeras war der Meinung, es wäre besser, das gesamte Universum zu zerstören, als es an der Leere zu verlieren. Das Pantheon war anderer Meinung und dachte, es gäbe noch eine Lösung, man könnte das irgendwie anders bewerkstelligen, man könnte irgendwie anders mit diesem Problem umgehen. So oder so konnten sie sich nicht ganz aussöhnen. Das führte dazu, dass Sargeras Agrama tötete. Die anderen Titanen wurden durch einen Schutzzauber von Norgannon gerettet und Sargeras hat lediglich ihre Körper zerstört und die Seelen flüchteten nach Azeroth. Sargeras brach dann nach Argus auf und versklavte diese Weltenseele, damit er die Dämonen, die er mittlerweile zu seiner Armee gemacht hat, schneller wiederbeleben konnte. Und damit blieb Azeroth der letzte verbleibende Titan, der noch nicht erwacht ist. Und seitdem versucht Sargeras Zugriff auf Azeroth zu bekommen. So, das ist die offizielle Geschichte, die wir bisher haben. Danach sind im Prinzip alle Titanen tot, bis auf Sargeras. Azeroth ist noch eine schlafende Weltenseele. Die anderen Titanen sind, naja, ich habe jetzt gerade gesagt, sie sind tot. Sie sind nicht wirklich tot, ihre Seelen sind noch da. Agrama wurde irgendwie wiederbelebt. Da gibt die genauen Informationen dazu sind auch etwas unklar. Aber im Grunde genommen ist das Setting, was wir haben. Wir haben Titanen und die entstehen aus Weltenseelen. Soweit, so gut. Jetzt ist es aber so, dass in der letzten Zeit immer wieder Informationen erschienen sind oder uns zu Ohren gekommen sind, dass diese Erzählung möglicherweise nicht hundertprozentig korrekt ist. Stattdessen scheint es eher so zu sein, dass diese Weltenseelen gar nicht zwangsläufig zu Titanen werden müssen, sondern das hängt so ein bisschen davon ab, was mit dieser Weltenseele passiert. Zum Beispiel steht in den Chroniken Band 4, dass wenn die Leere oder diese alten Götter Einfluss auf so eine Weltenseele nehmen, dass da nicht ein leeren Titan entstehen würde, sondern nur eine Kreatur der Leere, ein Wesen der Leere. Und genauso könnte man sich jetzt überlegen, vielleicht kann man das ja verallgemeinern. Wir haben jetzt neuere Informationen bekommen in The War Within.
Unter anderem haben wir im Archiv folgende Informationen bekommen über Archedas, der hier über Kaskorov, einen der Titanen, berichtet. Er sagt: Der große Titan Kaskorov, der mir das Geschenk der Schmiede machte, hat Informationen vom Pantheon über unsere Aufgaben weitergegeben. Um Ordnung aus dem Chaos des Kosmos zu schaffen, suchten die Titanen die ersten Weltenseelen in den großen dunklen Weiten. Diese Weltenseelen, die mächtigsten, die es je gab, würden sie zum größten aller Titanen machen. Mit der Zeit spürten sie eine mächtige Präsenz in der Welt namens Azeroth. Das Pantheon machte sich auf zur neugeborenen Weltenseele in der Hoffnung, dass die Suche zu Ende wäre. Hier wird quasi referenziert, dass Azeroth eine sehr, sehr mächtige Weltenseele ist, die mächtigste sogar, ja, Superlativ, die es je gab. Und diese wollen die Titanen jetzt auch zu einem der ihren machen. Ja, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Die neuere Variante dieser Geschichte ist jetzt: Weltenseelen werden nicht zwangsläufig zu Titanen, sondern der Grund, warum Weltenseelen zu Titanen geworden sind, war, weil die Titanen entsprechenden Einfluss genommen haben. Und an dieser Stelle möchte ich einmal auf Lore hinweisen, die aus dem RPG stammt. Also für diejenigen, die es nicht wissen, es gab mal eine Art Pen and Paper, ein Rollenspiel von WoW, das wurde eingestellt, aber das hatte eigene Lore. Diese Lore gilt heutzutage nicht mehr als Kanon. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Sachen, die aus dem RPG kommen und dann in das Spiel, was wir heute haben, übernommen werden. Ein Beispiel wäre das Schwert von Sargeras beispielsweise. Und da gibt es mehr Lore im RPG und Teile der Lore scheinen ins Spiel gefunden zu haben. Es gäbe auch noch viele weitere Beispiele. Und wir beschäftigen uns jetzt quasi mit den Titanen. In RPG wird beschrieben, dass die Aesir und Vanir zwei Klassen von Titanen sind. Da gibt es einmal die Aesir, das wären Amantul, Golganev und Norganon. Und es gibt die Vanir, Kaskorov, Eonar, Sargeras und Agraman. Und ihr merkt schon den Hauptunterschied wahrscheinlich, weil ich die so aufgeteilt habe. Das ist im Wesentlichen quasi ihre Hautfarbe. Die Aesir, die erscheinen so platin-blaufarben, Silber, wird manchmal auch gesagt. Und die Vanir sind eher so erdig-bronzefarben. Und genau, diese beiden Klassifizierungen gibt es im RPG. In der kanonischen World of Warcraft Lore ist das so nicht der Fall. Da wird lediglich beschrieben, dass die Titan-Geschmiedeten, also die Wesen, die die Titanen erschaffen haben, unter anderem die Titanhüter, aber auch alle darunter, zum Beispiel Odin, Loken, Tyr und so weiter, Freier, das wären die Titanhüter, und andere Titangeschmiedete wären die Vrykul, die Irdenen oder die Mechagnomen und so weiter, dass man diese Titanengeschmiedeten in Aesir und Vanir klassifizieren könne. Das heißt, in der aktuellen Kanon bezieht sich dieser Begriff Aesir und Vanir, diese Unterscheidung dieser beiden Wesenheiten, nur auf die Titanengeschmiedeten, in der RPG-Lore auch auf die Titanen. Das heißt, jetzt mache ich einen Stretch und sage, okay, diese Lore, die wir im RPG haben, die können wir auch auf WoW anwenden. Das heißt, offensichtlich können wir sagen, die drei sind eher Silber-Platinfarben, vielleicht auch blau, und die anderen 4 sind eher so Erd-Bronzefarben. Wir haben noch, das ist erstmal die grundsätzliche Unterscheidung. Jetzt haben wir noch mehr Informationen, und zwar aus Shadowlands. Dort gibt es einen Mittler, und dieser Mittler, der schreibt einen Bericht über seine Erkenntnisse über den Kosmos. Er schreibt: Die 6 Kräfte, die zu einer 7. deuteten und sie dennoch verleugneten. Lange hielt ich dies für einen Widerspruch, bloß eine weitere Variable, eine Unbekannte, die gelöst werden musste. Doch das Lied des Orakels hallte weiter durch meinen Verstand. Und als mein Fokus verschwamm und mein Halt an den Greifbaren nachließ, begann die Geometrie in meinem Verstand Form anzunehmen. Sehr viele Leute haben sich mit diesem Buch, was Firim geschrieben hat, auseinandergesetzt. Und in der Regel wird das so gedeutet, dass die Leute glauben, diese 7. Kraft und diese 6 Kräfte beziehen sich auf die kosmischen Kräfte im Universum. Also
Da hätten wir Licht, Schatten, Ordnung, Chaos, Tod und Leben. Und eine 7. Kraft könnte Azeroth sein. In dieser Deutung möchte ich darauf hinaus, dass das gar nicht unbedingt sein muss. Zunächst einmal, ich habe jetzt nicht jede Seite aus diesem Buch herausgenommen, weil es ein bisschen viel wird, aber es wird quasi beschrieben, dass erstmal 1:2 wurde. Dieses 1:2 haben wir auch zum Beispiel in den Chroniken Band 1, da heißt es Licht und Schatten und eins blieb über und eins nahm Kontrolle über das andere. Und diese Unterscheidung könnte sich auf Aesir und Vanir beziehen. Ja? Wir haben 2 Klassifikationen. Wir hatten erst nur Amantul, dann kamen immer mehr Titanen. Man konnte aus 1:2, es gab Aesir und Vanir. Später gab es dann 6 oder 7. Und jetzt wird es interessant, weil wir haben ja Sargeras. Sargeras gehörte ursprünglich zum Pantheon dieser 7 Titanen. Und Sargeras verließ das Pantheon, wurde zu einer eigenen Sache, während die 6 im Pantheon verblieben. Also, es waren sowohl 6 als auch 7. Die 6 waren 1 und die 7. ein anderes. Wollten sie vereint sein? Das Lied schien dem zu widersprechen. Es gab sie beide und doch konnte es nur 1 geben. Denn das Ganze lief ja darauf hinaus, dass sie sich bekriegten, dass sie gegeneinander kämpften, dass entweder das Pantheon bestehen sollte oder Sargeras. Die Melodie änderte sich. Ich erzitterte vor ihrem neuen Klang, weil Sargeras gewonnen hat, das augenscheinlich schlimme Ende. Diese Variable konnte nicht gelöst werden. Sie war eine Lösung, die auf ihre Gelegenheit wartete. Warum? Weil es nur so schien, als wäre das die schlimme Lösung, aber in Wirklichkeit ist der Ausgang für den gesamten Kosmos noch ungewiss. Wir wissen noch nicht genau, worauf das Ganze zusteuern wird, weil wir haben ja noch einen Titan übrig, nämlich Azeroth. Und wie Azeroth zu Sargeras steht oder Sargeras zu Azeroth steht oder die Titanen zu Azeroth stehen, das ist noch ungewiss. Das Lied ist noch nicht zu Ende gespielt, um diesen Terminus nochmal aufzugreifen. So, das ist die erste Möglichkeit, wie wir auf die Titanen nochmal anders blicken können, wie wir die Titanen nochmal anders strukturieren können, wie wir die Titanen nochmal anders aufteilen können. Ich habe aber noch eine weitere Variante, die versucht, das Ganze mit noch mehr Details, sage ich mal, anzureichern. Und zwar gibt es in dem Chronikenband 4 diesen Textabschnitt. Dieser Textabschnitt, der handelt von den sogenannten Ersten. Das sind mysteriöse Wesen, die in den Shadowlands, insbesondere von den Ewigen, aber auch von vielen anderen dort, verehrt werden und für die wahren Gottheiten, für die wahren Schöpfer des Universums gehalten werden. Und hier wird beschrieben, dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, wie viele von diesen Ersten, die das Universum erschaffen haben sollen, existieren. Einige Leute glauben, dass es 6 sind, andere denken, es sind 7. Das sind sozusagen die beiden vorherrschenden Meinungen, wie viele es von diesen Wesen geben soll, von diesen Ersten. Außerdem heißt es, dass diese Ersten in einem ständigen, immerwährenden Konflikt zueinander stehen würden und dass dieser Konflikt zur Schöpfung geführt habe. Irgendwann habe sich dann ein Design etabliert und die Schöpfung hat Gestalt angenommen. Aber die Kinder dieser Schöpfung, also das, was aus der Schöpfung heraus hervorgegangen ist, und diejenigen, die dann quasi die Nachkommen dieser obersten Götter, dieser sogenannten Ersten seien, diese würden diesen Konflikt bis heute fortführen oder in Harmonie leben. Mal so, mal so. Und das passt ja sehr gut erst einmal zu dieser Geschichte mit, hey, wir haben Titanen, die sind manchmal in Harmonie, manchmal in Konflikt miteinander. Es sind mal 6 und mal 7. Das heißt, das könnte man schon mal kombinieren. Aber eine wichtige Unterscheidung wäre jetzt, die Ersten, so wie in den Shadowlands beschrieben, die werden kosmischen Mächten zugeordnet. Ja? Also es wird ganz klar gesagt, ey, die Ewigen zum Beispiel, die glauben, es sind 6, und zwar Licht, Schatten, Ordnung, Chaos, Leben und Tod. Das sind unsere 6 kosmischen Mächte. Wenn wir die Karte der Titanen bemühen, dann könnten wir jetzt gucken, ob wir die verschiedenen Titanen verschiedenen kosmischen Mächten zuordnen können. Und hier gibt es solche, die einfacher sind, und es gibt solche, die sind schwieriger.
Nehmen wir zum Beispiel Eonar. Eonar ist der einfachste Fall von allen hier. Eonar ist ganz klar das Leben. Das kriegen wir schnell abgehakt. Norganon passt meiner Auffassung nach eigentlich nur zur Ordnung. Norganon ist der Hüter des Wissens, der Hüter über die himmlische Magie, der Hüter der Sterne. Und er ist noch der Traumweber. Da könnte man noch überlegen, ob er eine Verbindung zum smaragdgrünen Traum hat. Wenn wir ihn aber zur Ordnung packen, ist er nah an Eonar dran, nah am smaragdgrünen Traum. Also Norganon ist auch relativ einfach. Argus aus meiner Sicht ist auch nicht so schwierig. Man könnte noch, also Argus wird als Titan des Todes in den Spieldateien beschrieben. Im Spiel selbst nicht, muss man ein bisschen aufpassen. Aber Argus ist ja auch ins Reich des Todes gekommen, weil die Nasresim ihn, so heißt es zumindest, mit Todesmagie erfüllt haben. Sargeras hat Argus benutzt, um Dämonen aus dem Tod schneller wiederzubeleben im wirbelnden Nether. Das heißt, auch hier mit Todesmagie verknüpft, mit Nekromantie verknüpft. Das Argus hat sehr viele Verknüpfungen zum Tod. Er hat aber auch, das sage ich jetzt dazu, deswegen, das wird jetzt nicht ganz einfach mit der Zuordnung. Er hat auch Verbindungen zum Arkanen bzw. zur Ordnung, weil erstens sein Erscheinungsbild ist teilweise, man könnte sagen, von Ordnung erfüllt, dieses blau-goldene, da könnte man ins Arkane gehen. Aber vor allem auch die Heimatwelt Argus, da sind die Eredar hergekommen. Die haben eine sehr hohe Technologie, ein hohes Maß an Ordnung, sind aber auch mit dem Licht verknüpft. Also wir können leichte Brücken zur Ordnung schlagen. Aus meiner Sicht reicht das aber bei weitem nicht aus. Etwas anderes ist ein bisschen schwieriger, nämlich Teufelsmagie. Man könnte Argus auch zum Chaos packen. Warum? Weil in den Chroniken Band 4 steht auch nochmal, Argus wirkt Teufelsmagie. Also im Kampf wirkt er ganz oft Teufelsmagie. Heißt es in den Chroniken Band 4. Wenn ich mir seine Fähigkeiten angucke, finde ich das ein bisschen sehr unpräzise beschrieben. Man könnte überlegen, dass hier Teufelsmagie vielleicht eher als eine Art Mix von verschiedenen Energien zu verstehen ist. Das ist sowieso eine häufige Deutung, auch was Fell eigentlich sein könnte oder ist. Da gibt es auch sehr viele verschiedene Erklärungen. Hat auch viel mit der Natur des wirbelnden Nethers zu tun, der sowieso chaotisch ist. Das heißt, natürlich ist das Chaos von Natur aus, wenn man das so sagen kann, chaotisch. Das heißt, es ist immer ein bisschen schwierig mit der Zuordnung, soweit wir es mit dem Chaos zu tun haben. Nichtsdestotrotz, in der Summe, wenn ich über Argus nachdenke, passt Argus am ehesten zum Tod. Dann haben wir Sargeras. Sargeras ist sehr schwierig, auch mit der Zuordnung. Sargeras war ursprünglich ein Titan der Ordnung, hat dann aber die Kontrolle über die brennende Legion übernommen, ist damit eigentlich prädestiniert fürs Chaos, aber viele sehen ihn auch als, als Schreiter der Gerechtigkeit. Ja? Also jemand, der sich für das Wohl des Universums engagiert und ähnliches. Er macht das nur auf eine sehr schwierige, chaotische, da haben wir wieder das Wort chaotisch, aber eine sehr boshafte, zumindest in den Augen mancher, Art und Weise. Deswegen würde ich Sargeras nicht zum Licht packen, nicht unbedingt zumindest. Er ist vielleicht vor allem ein sehr leidenschaftlicher Typ, ja, ein Kriegertyp. Und die Leidenschaft ist eigentlich etwas, was man mit dem Feuer verbindet. Und das ist sehr gut, dass das Feuer in der Nähe vom Chaos ist. Dementsprechend, ich glaube, Sargeras auch als Gegengewicht zur Ordnung, eben weil er mit dem Pantheon in Opposition tritt, können wir Sargeras am ehesten zum Chaos packen. Verbleibt unter anderem noch Aggramar. Aggramar verkörpert ähnlich wie Sargeras Eigenschaften, aber ohne dieses, dass er sich mit den Dämonen einlässt, ohne dass er bereit ist, sein Wesen zu moralisch fragwürdigen Handlungen werden zu lassen. Ja? Er überschreitet nicht diese rote Linie, wo es anfängt, schwierig zu werden aus Sicht der Moral. Er versucht immer, das Gute hervorzubringen. Wenn wir uns auch anschauen, welche Titanenhüter auf Tyr zurückgehen, haben wir auf Aggramar zurückgehen, haben wir unter anderem Tyr. Und Tyr verkörpert auch das Licht, die Rechtschaffenheit und ähnliches. Deswegen können wir Aggramar sehr gut zum Licht packen. Beim Schatten haben wir das Problem, da haben wir keinen Titan. Also aus meiner Sicht passt kein Titan so richtig zum Schatten. Wenn überhaupt, dann könnte man wieder auf Argus zu sprechen kommen. Einfach deshalb, weil die Shadowlands heißen Shadow und wir haben auch viele Verbindungen beim Tod zur Leere. Die sind immer so ein bisschen im Hintergrund. Das ist alles nicht so richtig eindeutig.
aber aus meiner Sicht reicht das alles nicht aus, um wieder Argus irgendwie zum Schatten zu packen. Außerdem haben wir ihn schon zum Tod gepackt. Aber wir haben ja eine Weltenseele, die von Sargeras zerstört worden ist. Und die sei von den alten Göttern korrumpiert worden. Und hätte Sargeras dort nicht eingegriffen, dann wäre die ja angeblich zu einem leeren Titan oder ein leeren Wesen geworden. Dementsprechend nehmen wir doch den Titan, den wir namentlich nicht kennen. Und dann hätten wir alle 6 kosmischen Mächte durch. Jetzt ist das Problem, wir haben jetzt noch 3 Titanen über. Aber es gibt aus meiner Sicht eine elegante Lösung für dieses 3 sind über, nämlich Amantul. Amantul ist anders als die 6. Warum? Weil Amantul war am Anfang da. Und dann ging er zu den anderen Weltenseelen und hat die Weltenseelen aufgezogen. Aber Amantul, war er selbst jemals eine Weltenseele? Wissen wir eigentlich nicht so genau. Das heißt, wir könnten Amantul als Puppenspieler, und da passt dieses Bild, finde ich, hervorragend zu, als eine äußere 7. kosmische Macht begreifen. Amantul versucht, diese 6 kosmischen Kräfte sich untertan zu machen. Und er ist quasi die 7., die außen vor ist. Außerdem haben wir noch 2 weitere, nämlich Kaskorov und Golganev. Das Interessante an Kaskorov und Golganev in diesem Zusammenhang ist, mir ging es schon immer so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich waren Golganev und Kaskorov die unbedeutendsten Titanen. Einfach deshalb, weil Eona können wir so mit dem mit Leben verbinden und so weiter. Die haben alle sehr hohe Formen der Magie. Wir haben normalerweise diese klassische Unterteilung, diese 6 kosmischen Mächte. Und dann haben wir diese Elementarkräfte. Und die Elementarkräfte gelten eigentlich als niedrigere Magie als diese kosmische Magie. Und Golganev und Kaskorov sind eigentlich Gebieter über die Elemente. Ja, Kaskorov natürlich über die Erde, vielleicht noch übers Feuer. Er ist halt der Schmied. Und Golganev, er beherrscht die Stürme, ist damit beim Wasser, vielleicht noch bei der Luft. Und damit haben wir im Grunde genommen die beiden Titanen Golganev und Kaskorov auf der Ebene der Elemente. Die sind quasi dann auch Titane nach dieser Deutung, aber sind eine Stufe niedriger als die anderen Titanen. Etwas, was auch sehr interessant ist und ich jetzt zum Schluss nochmal ansprechen will, ist, in dieser Deutung der Titanen vom Kosmos gibt es diese Unterscheidung zwischen Shadow und Shadow in Klammern Void. Und auch das könnte diese 7. kosmische Kraft sein. Das heißt, jetzt hätten wir nochmal eine andere Interpretation. Und dann wäre es so, dass uns hier einer verborgen geblieben ist bisher. In der Warcraft-Lore wird in letzter Zeit auch relativ viel mit sogenannter kosmischer Lehre gemacht. Ja? Ich habe extra dieses Artwork unter anderem dazu gepackt. Das ist noch aus Dragonflight. Und dort ist das erste Mal so richtig präsent da gewesen. Wir hatten auch schon vorher natürlich Hinweise darauf, auch vorher wurde zwischen Lehre und Schatten unterschieden, keine Frage. Aber seitdem haben wir eine klare Art-Style-Unterscheidung auch zwischen diesen Formen von Magie und eine Repräsentantin dieser kosmischen Lehre, die von der Schattenmagie anscheinend zu unterscheiden ist Xal'atath. Xal'atath hat einen Umhang, in dem Sterne verwoben sind. Sie hat ein Werkzeug mit diesem dunklen Herz, in dem wir ebenfalls Sterne sehen. Sie scheinen verbunden zu sein mit Dimensius, einer kosmischen Gefahr. Möglicherweise ist Xal'atath nicht die Vorbotin von Dimensius. Möglicherweise ist Xal'atath nicht die Vorbotin von irgendeinem anderen Wesen. Nein, sie ist die Vorbotin einer neuen 7. kosmischen Macht, die sich in die 6 anderen kosmischen Mächte einfügt und gar nicht mal unbedingt mit den alten Göttern verbunden ist, sondern nur aus dieser Zeit der alten Götter, aus diesem schwarzen Imperium hervorgegangen ist, aber sich nun separiert. Aber eins zeigt sich ganz deutlich, egal welche Geschichte wahr ist, ob die Geschichte der Titanen, wie sie uns erzählt wurde, komplett richtig ist, ob wir es erweitern über Esi und Vanir, ob wir es erweitern auf die kosmischen Mächte, eins scheint hier ganz deutlich zu sein, unser Kosmos ist nicht im Gleichgewicht, er ist im Konflikt, er ist ungeeint und jemand hat uns gewarnt vor das, was kommt. Why, Zova? What drove you to this end? You preserve that which is doomed. A cosmos divided will
not survive. What is